Regierungen behaupten gerne, sie würden sich für ihre finanzielle und wirtschaftliche Freiheit einsetzen. Sie sprechen von Stabilität, Wachstum und Chancen. Doch ein genauer Blick in die Geschichte offenbart etwas viel Schlimmeres. Regierungen haben schon immer versteckte Finanztricks angewandt, um Reichtum und Macht zu behalten und gleichzeitig die Bevölkerung in den Bankrott zu treiben. Und das Überraschende ist, diese Tricks sind nicht neu. Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen, mit unterschiedlichen Strategien präsentiert und unter neuen Namen verkauft. Doch immer mit demselben Ziel: Reichtum an die Oberschicht zu transferieren und die Mehrheit abhängig zu halten. Beginnen wir mit dem ältesten und einfachsten Spiel, der Inflation. Wenn eine Regierung mehr ausgibt, als sie an Steuern einnehmen kann, hat sie zwei Möglichkeiten. Sie kann die Wahrheit akzeptieren und ihre Bürger offen besteuern, was politisch unerwünscht ist. Oder sie kann die Währung stillschweigend entwerten und so den Wert aller im Umlauf befindlichen Münzen und Banknoten verringern. Das antike Rom setzte diese Taktik meisterhaft ein. Im 3. Jahrhundert nach Christus begannen die Kaiser angesichts der steigenden Militärausgaben den Silbergehalt des Denars zu reduzieren. Was einst eine Münze aus fast reinem Silber war, wurde schließlich größtenteils zu Kupfer mit nur einer dünnen Silberschicht darüber. Das Reich tat weiterhin, als wäre nichts geschehen, aber jeder, der diese Münzen behielt, zahlte den Preis. Die Inflation schoss ins Unermessliche, die Ersparnisse schmolzen dahin und die Löhne konnten nicht mithalten. Es war eine versteckte Steuer auf die Bevölkerung, ein Spiel, das noch heute gespielt wird, nur mit Zentralbanken statt kaiserlichen Münzstätten. Das Mittelalter führte eine andere Version dieses Spiels ein: Zwangsverschuldung. Monarchen in England, Frankreich und Spanien waren ständig auf reiche Kaufleute und Zünfte angewiesen, die dem König Geld liehen. Natürlich geschah dies nicht freiwillig. Eine Weigerung bedeutete Geldstrafen, Beschlagnahmung oder Schlimmeres. Manchmal versprach die Krone die Rückzahlung mit Zinsen. Aber die Rückzahlungen erfolgten oft verspätet, in wertloser Währung oder gar nicht. Während die Regierung ihre Kriege und Paläste schützte, hatten die Kaufleute keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Kapital. Hier ging es um Zwang, getarnt als Patriotismus oder Pflicht. Und es funktionierte jahrhundertelang und tut es noch immer. Im 17. Jahrhundert war das Finanzsystem selbst zu einem Betrug geworden. Als Großbritannien 1694 die Bank of England gründete, war dies nicht von Philanthropie motiviert. Die Regierung brauchte Geld, um den Französischen Krieg zu führen. Wohlhabende Anleger kauften Staatsanleihen und im Gegenzug garantierte die Krone Zinszahlungen, die durch Steuern finanziert wurden. Das klingt nach einem fairen Deal, aber bedenken Sie, wer diese Steuern zahlte. Die einfachen Bürger. Durch Steuern auf Güter wie Salz, Bier und Stoff. Die Reichen liehen dem Staat Geld und verdienten sichere Zinsen. Die Armen wiederum zahlten höhere Steuern, um diese Zinszahlungen zu finanzieren. Dieses System des Vermögenstransfers wurde als Staatsfinanzen bezeichnet. Die sichersten Investitionen der Welt sind Kredite an Regierungen, deren Erträge letztlich durch die Arbeit und den Konsum der Massen gesichert werden. Spulen wir vor in die moderne Welt. Spiele sind allgegenwärtig. Denken wir an die Defizitausgaben. Regierungen verschulden sich massiv, indem sie Anleihen und Schuldverschreibungen ausgeben, die von Investoren, Banken und ausländischen Mächten gekauft werden. Politiker erzählen der Öffentlichkeit, dass dies für Infrastruktur, Arbeitsplätze oder Sozialprogramme bestimmt sei. Doch der Großteil dieses Geldes fließt in Rüstungsunternehmen, Unternehmenssubventionen und Rettungsaktionen. Wenn es an die Rückzahlung geht, kürzen die Regierungen die Ausgaben an der Spitze nicht. Sie erhöhen die Steuern, treiben die Währung in die Höhe oder kürzen Sozialleistungen. Der Trick besteht darin, dass die Schulden scheinbar für die Bürger sind, die Last aber auf ihnen lastet und die Gewinne den Anleihegläubigern zufließen. Dann gibt es da noch die Rettungsaktionen. Während der Finanzkrise 2008 gingen die Banken rücksichtslose Risiken ein, verbrieften faule Hypotheken und zerstörten beinahe die Weltwirtschaft. Wer zahlte den Preis?
Der einfache Steuerzahler durch massive staatliche Rettungsaktionen. Wer profitierte danach? Dieselben Banken, die größer und mächtiger hervorgingen als zuvor. Der Trick war einfach: die Gewinne privatisieren und die Verluste sozialisieren. Und der Öffentlichkeit wurde gesagt, dies sei notwendig, um das System zu retten. Sogar die Art und Weise, wie Regierungen mit Renten und Altersversorgung umgehen, ist ein Taschenspielertrick. Jahrzehntelang haben Menschen in den USA, Großbritannien und ganz Europa in staatliche Systeme eingezahlt und darauf vertraut, dass das Geld bei ihrer Pensionierung noch da sein würde. Aber Regierungen behalten dieses Geld in der Regel nicht. Sie geben es sofort aus und hinterlassen Schuldscheine. Der Mythos besagt, dass zukünftige Steuerzahler die Rechnung bezahlen werden, wenn die Rechnung eintrifft. Im Grunde handelt es sich um ein generationenübergreifendes Schneeballsystem, verpackt in offiziellen Fachjargon. Es funktioniert, bis sich die Demografie ändert, die Bevölkerung altert und das System plötzlich unhaltbar wird. Dann reformiert die Regierung es, in der Regel durch Leistungskürzungen, Anhebung des Renteneintrittsalters oder Aufblähung der Zahlungen. Vorsicht vor diesem Spiel! Der Betrug basiert in jeder Phase auf der Wahrnehmung. Der Öffentlichkeit wird erzählt, Inflation sei Wachstum, Zwangskredite seien Zölle, Staatsverschuldung sei Investition, Rettungsaktionen seien dabei Stabilisierung und Rentenkürzungen seien Reformen. Die Sprache verschleiert die Wahrheit, eine Vermögensverschiebung von unten nach oben, von vielen zu wenigen. Und die Geschichte zeigt, dass dieses Spiel seit Jahrhunderten funktioniert, weil die meisten Menschen sich nicht mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigen, Finanzsysteme nicht verstehen und dieses gewaltige Spiel erst erkennen, wenn es zu spät ist. In den letzten Jahren sind diese Spiele noch komplexer geworden. Denken Sie an die quantitative Lockerung, ein Begriff, den die meisten Menschen vor der Finanzkrise 2008 noch nie gehört hatten. Zentralbanken schufen Billionen von Dollar aus dem Nichts, indem sie Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere kauften, um die Märkte anzukurbeln. Politiker und Banker versicherten der Öffentlichkeit, dass dies notwendig sei, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Und für das Finanzsystem funktionierte es. Die Vermögenspreise schossen in die Höhe. Der Wert von Aktien, Immobilien und Anleihen schossen in die Höhe. Aber wem gehörten die meisten dieser Vermögenswerte? Natürlich den Reichen. Während die Vorteile für den durchschnittlichen Haushalt ohne große Investitionen minimal waren, zeigten sich die Nachteile in Form von Marktverzerrungen und steigenden Lebenshaltungskosten. Der Trick bestand darin, dass die Geldschöpfung das System für diejenigen an der Spitze rettete, während sie für alle anderen Inflation und Ungleichheit anheizte. Ein weiterer moderner Taschenspielertrick ist die heimliche Besteuerung. Anstatt die Einkommenssteuern direkt zu erhöhen, erheben Regierungen heimlich Steuern über Mechanismen wie Umsatzsteuern, Kraftstoffsteuern und am wichtigsten die Inflation. Wenn die Preise schneller steigen als die Löhne, wird diese Differenz zu einer versteckten Steuer auf Ersparnisse und Kaufkraft. Regierungen lieben die Inflation, weil sie den realen Wert ihrer Schulden senkt, aber sie untergräbt auch die wirtschaftliche Freiheit der Bürger. Sie fühlen sich vielleicht reicher, weil ihr Gehalt nominell höher ist, aber wenn ihre Ausgaben ihre Einnahmen übersteigen, verlieren sie tatsächlich Geld. Das ist nicht die Schuld des Systems, es ist das System. Inflation ist nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe. Sie ist einer der beständigsten Tricks, derer Regierungen sie bedienen, um sie mit ihren Ausgaben zu belasten, ohne es auch nur zuzugeben. Und dann ist da noch die Regulierungserfassung. Oberflächlich betrachtet zielen Regulierungen darauf ab, die Öffentlichkeit zu schützen, Finanzregeln, Sicherheitsstandards, Verbraucherrechte. Aber die Geschichte hat uns wiederholt gezeigt, dass mächtige Industrien die Regulierungsbehörden beeinflussen. Eisenbahnen im 19. Jahrhundert, Ölkonzerne im 20. Jahrhundert und Technologie- und Finanzwesen heute, sie alle haben die Regeln zu ihrem Vorteil gestaltet. Es ist dieselbe Dynamik, die Peaky Blinders im Kleinen auf den Straßen Birminghams lernte. Regierungen nutzen Vorschriften, um Schutz zu versprechen. Doch hinter den Kulissen schaffen die größten Konzerne Schlupflöcher, die den Wettbewerb gering halten und die Profite sprudeln lassen.
Die Öffentlichkeit sieht Schutz. Insider sehen Profit. Kriegsfinanzierung ist ein weiterer alter Trick in neuem Gewand. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs gaben Regierungen massenhaft Anleihen aus und behaupteten, der Kauf sei ihre patriotische Pflicht. Die Menschen dachten, sie unterstützten damit ihr Land. Doch diese Anleihen wurden auch zu profitablen, risikofreien Anlagen für die Reichen, abgesichert durch zukünftige Steuern. Dieses Muster setzt sich im 21. Jahrhundert fort. Die Billionen von Dollar, die für die Kriege im Irak und in Afghanistan ausgegeben wurden, wurden mit Schulden finanziert. Und Rüstungshersteller, Banken und Anleihegläubiger profitierten, während der normale Steuerzahler die Rechnung bezahlen musste. Der Trick besteht darin, dass Kriege immer als vorübergehende Notfälle dargestellt werden. Doch die finanziellen Belastungen bleiben über Generationen bestehen, lange nachdem die Soldaten nach Hause zurückgekehrt sind. Regierungen nutzen die Komplexität selbst als Waffe für finanzielle Täuschung. Tausende Seiten lange Steuergesetze, Finanzinstrumente, die selbst Fachleute kaum erklären können, versteckte Posten und Budgets voller Fachjargon. All das schafft ein Umfeld, in dem der normale Bürger den Überblick über die Geldflüsse verliert. Komplexität wird zu einer verdeckten Form der Tarnung. Wenn man den Vermögenstransfer nicht sieht, kann man ihm nicht widerstehen. Im alten Rom waren entwertete Münzen ein sichtbares Zeichen des Spiels. Heute ist der Trick immer derselbe. Man macht es so komplex, dass die Öffentlichkeit es nicht nachvollziehen kann und der Transfer unbemerkt bleibt. Warum ist das jetzt wichtig? Weil die Spiele sehr lebendig sind und sich beschleunigen. Die Inflation frisst ihre Ersparnisse auf. Die Schuldenlast wächst jedes Jahr. Wenn die Märkte ins Wanken geraten, bleiben Rettungsaktionen die Standardreaktion. Zentralbanken manipulieren weiterhin die Geldmenge, während Regierungen die Kosten so indirekt auf die Bürger abwälzen, dass die meisten Menschen die Zusammenhänge nie erkennen. Das Ergebnis ist ein System, das darauf ausgelegt ist, dass man für weniger realen Wohlstand härter arbeiten muss und die finanzielle Sicherheit wächst. Die Lehre aus der Geschichte ist, dass diese Tricks nicht nur existieren, sondern immer wiederkehren. Als Rom seine Münzen abwertete, litten die Bürger darunter. Als Regierungen sie zur Verschuldung zwangen, verloren Kaufleute ihren Reichtum. Wenn moderne Staaten Inflation betreiben und Schulden machen, tragen die Haushalte die Hauptlast. Andere Epochen, derselbe Mechanismus. Und hier ist die harte Wahrheit. Die meisten Menschen werden diesen Spielchen nie entkommen, weil sie nicht einmal merken, dass sie gespielt werden. Sie halten Inflation für natürlich, Steuern für unvermeidlich und Rettungsaktionen für Gnadenakte. Sie glauben den Versprechungen der Regierung, statt Wirtschaftsgeschichte zu studieren. Und sie glauben, Unwissenheit sei die mächtigste Täuschung. Wenn die Menschen die Vergangenheit vergessen, können sie nicht wieder akzeptieren. Deshalb bevorzugen Regierungen und Eliten eine Bevölkerung ohne Finanzkenntnisse. Finanzielle Bildung ist Widerstand. Wirtschaftsgeschichte ist eine Waffe. Wer die Spiele kennt, kann sie ihn schwerer manipulieren. Was sollten Sie also daraus lernen? Erstens, blicken Sie immer hinter die Kulissen. Wenn Regierungen Konjunkturmaßnahmen ankündigen, fragen Sie, wer zuerst profitiert hat. Wenn die Inflation steigt, denken Sie daran, dass das nicht nur Pech ist, sondern politisches Kalkül. Wenn neue Vorschriften erlassen werden, fragen Sie, wer sie erlassen hat und wer davon profitiert. Zweitens, bauen Sie echtes Vermögen auf, Vermögenswerte, die ihren Wert behalten, selbst wenn die Währung wertlos ist. Drittens, gehen Sie niemals davon aus, dass das System für Sie funktioniert, nur weil es das behauptet. Systeme existieren, um sich selbst zu schützen, nicht Sie. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber wenn Sie sie nicht verstehen, wird sie trotzdem erdrücken. Die Finanzbetrügereien, die römische Bürger in den Bankrott trieben, sind dieselben, die heute ihr Bankkonto leeren, nur in moderneren Begriffen. Der einzige Unterschied ist, ob Sie rechtzeitig erkannt haben. Wenn Ihnen das eine andere Perspektive eröffnet hat, abonnieren Sie uns. Die Geschichte hat die Antworten und ich zeige Ihnen wie.